Heute gibt es die weiteren Infos zur elektrisch angetriebenen Abdeckplane der Schwarzmüller Kippmulde. Das Verdeck schiebt sich nämlich bei Mulden mit hydraulischer Rückwand automatisch ca. einen Meter nach hinten, wenn der Kipper-Nebenabtrieb aktiviert wird. Das ist quasi die Lebensversicherung von so einer Schiebeplane. Grundsätzlich empfiehlt sich aber, mit dem Ankippen so lange zu warten, bis das Schiebeverdeck komplett geöffnet hat. Denn sehr kurz nach dem Ankippen öffnet die Heckklappe hydraulisch und würde dann ein noch geschlossenes Verdeck beschädigen. Beim Sattel braucht es natürlich noch eine Stromversorgung von der Zugmaschine zum Auflieger. Also haben wir noch eine NATO-Steckdose verbaut, gerne auch Schweinenase genannt. Die Bedienung geschieht über diese Bedienbox hier am Rahmen, uncovered bzw. covered. An dieser Bedienbox findest du ebenfalls den Notausschalter mit der Schlüsselsperrung. Nach Betätigung des Notschalters einfach den Schlüssel rechts drehen und der Schlagschalter springt wieder raus. Und eine Fernbedienung gibt es natürlich auch. Der Oberknopf ist Öffnen, der darunter zum Schließen. Nun hast du aber folgendes Dilemma. Du hast deine alte Fernbedienung verbaselt und musst jetzt eine neue anlernen. Harald, das ist kein Dilemma, sondern super easy. Du musst einfach nur hier 7-mal an der Bedienbox den roten Knopf drücken. Und dann an der neuen Fernbedienung einfach beliebig einen Knopf. Und durch Dauerlicht wird dir dann signalisiert, dass das geklappt hat. Abschließend eine kleine Anekdote, die dir hoffentlich erspart bleibt. Du hast das Fahrzeug von einem Kollegen übernommen und des Nachts hatte irgend so ein Depp den Notausschalter gedrückt. Den Schlüssel zum Deaktivieren hat dein Kollege aber noch tief vergraben in seiner Hosentasche. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit dieser kleinen Kurbel ganz nach hinten drehen. Und das kann offensichtlich ziemlich mühsam sein. Mach also lieber bei der nächsten Fahrzeugübergabe eine Taschenkontrolle bei deinem Kollegen.